Mein Name ist Justus Hollatz, ehemaliger Point Guard der Hamburg Towers. Hätte mir jemand gesagt, dass ich innerhalb von 2, 3 Jahren eine Bronzemedaille habe, einen Weltmeistertitel in der Euroleague spiele bei Anadolu Efes, hätte ich gesagt, du spinnst doch. Aber ja, ich bin glücklich und das ist die Hauptsache. Manchmal sitzt man natürlich abends zu Hause und lässt alles ein bisschen Revue passieren. Dann findet man schon seine Momente mal checken, was die letzten Jahre eigentlich abgegangen ist. This game will always be about confidence. Right here, together for 40 minutes, let's go! They're here to see you guys play. Hamburg Towers Basketball. 1 gegen 1, Hollatz mit dem Dreier. Hollatz! Justus Hollatz für 3! Wahnsinn. Ich werde Vorsprung für die Hamburg Towers. Oh, come on! Marvin Willoughby, Geschäftsführer von den Veolia Towers Hamburg. Klar, super stolz auf ihn und heute sage ich wirklich, das ist mit Abstand der beste Basketballer, der jemals aus dieser Stadt gekommen ist. Und dass er ein paar Jahre mit uns da verbracht hat, das macht uns natürlich schon stolz. Push, gut, der war super. Nur nicht so weit, aber ist nicht schlimm, komm. Drop Push. Ah, alles gut, alles gut, alles gut. Pull, 5. Ich gehe nach deiner Logik, ich mache 8 Reps. Aha, siehst du, langsam, okay, guck mal. Soll ich da reinschauen oder ist hier schon? Dann schau ich jetzt hier rein, okay? Hallo, ich bin Leif Müller von den Veolia Towers Hamburg. Ich spiele Point Guard und ja, das war schon. Ja, also für mich war schon relativ früh im Alter klar, dass ich auf jeden Fall Profi werden möchte. Und da natürlich in der Heimatstadt in der BBL zu spielen, das ist natürlich ein Traum gewesen für mich, klar. 3, 2, 1 und relax, gut. Und dann gibst du bitte noch mal eine ganze Lane. Also komm, pull. Okay. Ich bin Melvin Viredo, kurz Coach Mello. Ich bin der Athletik- und Performance-Coach. Wenn die Jungs bei uns ankommen, ist der erste Schritt erstmal, dass wir quasi erstmal gucken, wie ist der Ist-Zustand. Die Gelenke müssen geschützt werden, beziehungsweise Verletzungen bleiben nicht aus. Und wenn du körperlich nicht vorbereitet bist, auf diese Anforderungen einzugehen, dann wirst du sehr schnell mit einer Verletzung aussetzen müssen. 2, 3. Kontrolle auf dem Weg runter. Wenn wir gut arbeiten können, dann können wir die Spieler auch so weit ausbilden, dass sie den nächsten Schritt gehen können. Da war ich in der U16-Nationalmannschaft, habe ich da gespielt im Sommer. Und dann hieß es für mich, okay, ich habe Rückenbeschwerden, ich werde die Europameisterschaft nicht mitspielen können. Das war dann schon für mich sehr, sehr hart. Durch diese Verletzungshistorie habe ich ein bisschen gelernt, damit umzugehen auf jeden Fall. Und kann mittlerweile auch sehr, sehr professionell damit umgehen. Aber trotzdem ist es halt immer wieder einfach nervtötend so. Ich glaube, es gibt sehr viele Spieler, die sind einfach genetisch so veranlagt, die müssen sich nicht viel um ihren Körper kümmern. Die können einfach jeden Tag durch die Halle hüpfen und dann passt das. Ich habe diesen Segen leider nicht, sondern ich muss halt sehr, sehr viel auf meinen Körper achten. Und ja, das habe ich halt durch diese Verletzungshistorie gelernt. Möller, Stepback, das wäre Aber er muss seinen Weg gehen. Er muss ganz klar sein, er ist ein ganz anderer Spieler von der Veranlagung her. Das, wo Justus ein Riesenproblem hatte, in dem Selbstbewusstsein, im Selbstverständnis, ich mach dich jetzt kaputt, ist Leif so ein Zocker, der will dir geben, der will dich richtig kaputt machen. Er hat aber andere Challenges, erstmal seinen Körper vor allen Dingen gehabt in den letzten Jahren. Ich glaube, wenn Leif die letzten oder die Jahre davor immer gesund gewesen wäre, dann weiß ich nicht mal, ob er noch bei uns spielen würde. Wir gucken ja mittlerweile schon, also wir machen ja Grundschulliga und gucken in die Grundschulen und machen da Turniere und all das und richten Camps aus und haben Jugendmannschaften fast in jeder Altersstufe, glaube ich, jetzt mittlerweile. Und ich glaube, jetzt kommt eine Generation wirklich Spieler, die bei uns angefangen haben, Basketball zu spielen, die in die Leistungsmannschaften kommen. Aber das hat jetzt auch natürlich 10 Jahre gedauert. Wenn du mit irgendwelchen 6-Jährigen anfängst, dann sind die jetzt halt gerade 15, 16 und kommen gerade in das Alter, dass sie langsam interessant werden für auch unser Profiprogramm. Wenn man überlegt, wie viele Jugendliche in den 10, jetzt 11 Jahren, seit es die Towers gibt, Profis geworden sind, kannst du ja mehr oder weniger an 2 Händen abzählen.
Ich glaube, dass erstmal die Investition auf Vereinsseite eine hohe ist und der Payback, der kommt erstmal nicht. Darauf muss man sich schon einlassen. Was bei Justus eben schon ganz, ganz früh sichtbar wurde, war, dass er einfach das Spiel liest, dass er einfach Situationen früher erkennt als andere Spieler in seinem Alter. Das war von vornherein klar, dass er fast so ein bisschen in die Zukunft gucken kann. Und das ist eine besondere Fähigkeit. Ich glaube, das war so das Wichtigste, dass mir das Vertrauen von Coaches, aber auch vom ganzen Verein geschenkt wurde. Was du als junger Spieler, glaube ich, brauchst, dass du einfach beruhigt ausspielen kannst und nicht ins Spiel gehst und denkst, okay, wenn ich jetzt einen Fehler mache, werde ich runtergenommen und spiele nicht mehr. Da hatte ich das Glück, dass ich so eine Situation nie erlebt habe, sondern meine Coaches und auch vor allem Marvin, ich glaube, der einen großen Anteil hatte, immer gesagt haben, dass Fehler dazugehören und ich daraus lerne, was ich, glaube ich, auch viel gemacht habe. Ich arbeite gerade mit den Top-Talenten sehr viel im One-on-One. Das heißt, man sieht die Athleten dann auch sehr häufig und sehr viel. Und entsprechend entsteht da auch so eine gewisse Vertrauensbasis. Und natürlich ist jeden Tag gibt es mal eine andere Challenge. Und da wird sich dann auch mal, da wird das Herz mal ausgeschüttet oder man merkt dann irgendwie, was ist denn heute los? Und da kommen natürlich dann auch Gespräche zustande. Da versucht man dann ein bisschen zu begleiten. Ich fühle mich gut, also mit den Jungs bringt Spaß. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich glaube, das ist so das Coolste. No, he's a young player, up and coming. He's the future. He's one of the futures of the national team. Also im Sommer bin ich so, wenn jetzt keine Saison ist, dass ich um 7 in der Halle bin und dann vielleicht noch mal spät abends. Aber sonst in der Regular Season haben wir meistens nur ein Training. Bin ich 40 Minuten vorher da, mache so ein bisschen Vorbereitung aufs Training, Krafttraining ein bisschen. Und nach dem Training bin ich noch eine Stunde extra da. Total, so bin ich meine 4-5 Stunden am Tag eigentlich schon in der Halle. Und ja, über die Jahre habe ich gelernt, dass Extra-Training sich auch auszahlt. Justus, also er ist erstmal sehr talentiert. Das ist die erste Sache, aber als Mensch, viele Leute könnten sich nicht unterordnen, vor allem weil wir jetzt eine Ära haben, die wirklich gut besetzt ist. Und er, egal ob er 1 Minute spielt, ob er 20 Minuten spielt oder gar nicht spielt, ist halt immer auf 110%. Wenn er von der Nationalmannschaft erzählt, wenn er da wiederkommt, dass da genauso eine Atmosphäre anscheinend ist, dass sie es auch so hinkriegen miteinander. Also ich bin nie da gewesen, wo Justus jetzt gewesen ist. Deswegen gucke ich da wie ein Fan, wie jeder andere auch und bewundere und will von ihm hören, ja, wie war es denn? Manchmal wünsche ich mir natürlich, dass auch mehr Kritik kommt, aber der Support aus Hamburg ist verrückt. Ich meine, das ist, glaube ich, ein schönes Gefühl, dass du immer weißt, dass Menschen hinter dir stehen.